Wenn du als Jude geboren wirst, dann wird dir das mit der Selbstbehauptung, glaube ich, mit in die Wiege gelegt. Wenn man sowas überlebt hat, ist man doch ein anderer Mensch. Wenn einer das durchgemacht hat, den kann doch nichts mehr schrecken. Die haben geglaubt, niemand konnte denen etwas jetzt machen. Niemand. Für mich ist die jüdische Gemeinde ein Teil des Lebens, was mich von klein auf bis heute begleitet. Man fühlt und spürt diese Zugehörigkeit. Dann darf das Beste nicht fehlen. Dann wir verdursten, habe ich schon gedacht. Ja? Joval, mach dir keine Sorgen, du wirst nicht verdursten. L'chaim. Schön, dass ihr da seid. No auf Simchas. Nicht nur auf Simchas, Abime Setzach. Abime Setzach. Abime Setzach in der Kenzach. L'chaim. Den Mai habe ich kennengelernt, da war er, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt, in Fernwald. Eigentlich Föhrenwald, aber die Juden sprechen kein Ö, sondern E. Fernwald, das ist in Bayern ein Lager, DP-Lager, Displaced Person Lager. Die meisten Lager sind waren verwaltet von der amerikanischen Armee. Es gab ja in Deutschland mehrere solche Stationen. Das letzte Lager ist gewesen Fernwald. Es war alles da. Es war eine Stadt in sich. Der echte Jiden, wo seine gewähnt in Deutschland, sind doch gewähnt polnische Jiden nach dem Milchumma, die in Russland überlebt haben oder in Lagern überlebt haben. In seinem Gerät Jiddisch, in seinem gelebt in einer eigenen Community. Aber wie war es dann für eure Eltern, nach Deutschland zu kommen? In Deutschland gewähnt eine Samezie, bald nach dem. Die haben das nicht speziell jetzt gedacht, dass sie sind in Deutschland. Dann kommen sie die Alliierten, nicht zu den Deutschen. Richtig. Sie haben nicht gelebt mit den Goyim. Verstehst du? Exterritorial. Jetzt müssen wir heranspringen, entschuldigt mal. Nee, ich springe heran. Meine Eltern waren in KZ und sind befreit worden in Bergen-Belsen. Dann haben sie sich gesorgt für den Gesind und ob noch jemand lebt, und gesucht mit Spruche und so weiter und so fort. Und sie haben nichts zu tun gehabt mit Deutschen, sie haben zu tun gehabt mit Engländern und mit Amerikanern. Ja. Mit D2 haben sie zu tun das gehabt. Das haben wir gesagt. Jesruel noch nicht existiert. Dort sind die Engländer, sie haben nicht herangelassen, keinem nicht. Kann Amerika haben sie nicht jeden genommen. Gut, und ein Großteil war ja auch krank dann auch. Meine ich ja. Mir ist gewesen der Chorben. Ich hatte gehabt Tuberkulose, haben die Amerikaner gesagt. Nicht nur die Amerikaner, keiner hat nicht gelassen. No way. Ich habe gefunden in den Papieren, als sie mir gewollt herausfuhren, Sao Paulo, was gewesen, Brasilianer. Und du kannst doch heute fahren, kein Problem. Ja, nur wo sie gewesen, sie, die haben gekannt, haben gekonnt machen Papiere. Die Minderheit. So, das ist gewesen. Das, was ist immer geblieben, es hat nicht gekonnt, da wegfuhren. Hat ein geschickter Fernwald, verstehst du? Okay, und was war der Plan von den Eltern? Gab es da einen Plan? Gar kein Plan. Plan war, man lebt. Planlos. Ohne Plan. Ja, wann kam dann dieser Entschluss von euren Eltern zu sagen, okay, jetzt müssen wir hier auf eigene Beine stehen? Jetzt das Lager wurde aufgelöst. Dann wurde rausgeworfen. Fernwald, wie alle Lager, wurden ja aufgelöst. Und eine der größten Städte Deutschlands hat gesagt, okay, wir nehmen die Juden auf, und das war Frankfurt. Vor der Shoah lebten 30.000 Juden in Frankfurt am Main. Nach dem Krieg sind es etwa 800. Die meisten osteuropäische Juden aus den Camps für Displaced Persons. Ab 1949 gibt es wieder eine jüdische Gemeinde in Frankfurt. Ich wurde 1955 im DP-Lager Föhrenwald geboren und bin in der Waldschmidtstraße in Frankfurt aufgewachsen. Mein Vater war Jahrgang 1916, geboren in Scheratz, das ist nicht weit von, wie man auf Deutsch sagt, Lodz. Und er war der einzige Überlebende seiner Familie. Er war unter anderem in Auschwitz und wurde dann 1945 in Dachau befreit. Mein Vater hat in Frankfurt als fliegender Händler, könnte man sagen, gearbeitet.
Als Fahrradmechaniker war hier nicht mehr an ein Auskommen zu denken. Er ging morgens mit einem Koffer mit diversen Waren, Unterwäsche, Nylonstrümpfe, Regenschirme in die Großmarkthalle und ging dann ins Bahnhofsviertel, wo die Art der Ware ein bisschen anders war. Negligés, pornografische Magazine, kleine Kofferradios, die er an die, wie es damals hieß, Bardamen, an die Prostituierten, auch an die Zuhälter oder die amerikanischen GIs gut verkaufen konnte. Als ich dann in der Schule war, da war mir das schon peinlich. Und ich habe das dann auch ein bisschen geschönt. Wenn man mich gefragt hat, was macht dein Vater vom Beruf, dann habe ich immer gesagt, na, der ist Kaufmann. Er war ein liebevoller Vater, aber er war kein Vater, auf den ich stolz gewesen wäre. Heute weiß ich, dass es eine ungeheure Leistung war, mit seiner Vergangenheit weiterzuleben. Im Bahnhofsviertel ist mein Vater gelandet, weil es schon diese Nachtclubs, Bars und Imbissstuben gab, die von überlebenden Juden betrieben wurden. Und da fühlte er sich wahrscheinlich geschützt. Und dann kam dazu die Präsenz der amerikanischen Soldaten, die ja damals sehr stark war. Und amerikanische Soldaten, das bedeutete Schutz, Befreiung. Da brauche ich mich als Jude nicht zu fürchten. Sowohl meine Mutter als auch ich hatten kein Problem mit diesem Milieu. Ich habe früh mitbekommen, was das für ein Milieu ist. Und mir waren die Damen, die auf diese Namen Mitzi und Gina und Lollo lauteten, eigentlich vertraut. Mein Vater war im Bahnhofsviertel bekannt als der Alex. Und die wussten, dieser Alex hat eine kleine Tochter und da gab es ab und zu für mich mal ein Stofftier oder ein hübsches Taschentuch als Geschenk. Wo meine Eltern dann in Frankfurt waren, haben die sich dann eine Wohnung genommen im Bahnhofsviertel, haben dann anschließend auf der Straße zwangsweise den Handel angefangen. Ja. War ja halt so, dass dieser Handel, dieser Schwarzmarkthandel, das war nicht zwischen Deutschen und Juden. Ja. Der Deutsche hat dann mit dem Deutschen gehandelt oder mit dem Amerikaner oder sonst was. Nylonstrümpfe, Zigaretten, Kleidung, das wurde alles wieder neu gebraucht. Und Ware und desgleichen kam halt vom Militär, also Engländer, Amerikaner, Franzosen, Russen. Aber die konnten ja mit dem Volk nichts anfangen oder das Volk konnte nichts mit denen anfangen. Ja? Und da dazwischen waren halt die Juden, die nicht erschrocken waren, weil denen konnten nichts mehr erschrecken. Die haben den Schreck schon hinter sich. So, hier ist es also, wo meine Kindheit angefangen hat. Da vorne stand meine Eltern, ihr Hotel, das hieß nicht Bristol, das hieß Wurmann. Okay. 47, glaube ich, war es im Besitz von meinen Eltern. 47, so schnell nach dem Krieg? Ja, wow. Als Treffpunkt für die jüdischen Leute. Viele Leute kamen ja aus dem Nichts, aus der Hölle kamen die. Und da war Essen interessant oder mal richtig ausschlafen oder mal richtig waschen oder mal einen Arzt zu sehen oder mal eine Krankenschwester oder mitteilen, dass man noch lebt oder so. Ja. Und die Leute, die brauchten Papiere und so weiter. Und die deutschen Beamten, die sind dann hierher gekommen ins Hotel mit Stempel. Da wurden sie hier angemeldet, da haben sie Papiere bekommen, die provisorisch waren, je nachdem von den Amerikanern oder von den Deutschen. Es war ein Treffpunkt, es war eine Börse, es war ein Treffpunkt. Da wurden Hochzeiten gemacht später, da wurden Beschneidungen gemacht, da wurde Bar Mitzvahs gemacht, ja, weil einfach nichts da war. Ja. Alle kannten das Hotel Wurmann, ob das jetzt Behörde war oder Privatleute oder von der Armee, die Amerikaner. Wie lange haben deine Eltern das betrieben? Bis in den 60er Jahren. Ah, okay. Bahnhofsviertel sind ja grundsätzlich so ein Stück weit Auffanglager für Zugezogene, für Flüchtlinge oder überhaupt für Menschen, die in eine Stadt kommen, die die Sprache noch nicht hundertprozentig beherrschen. Und von daher macht es total Sinn, dass sich Juden und Jüdinnen hier in dem Viertel gefunden haben. Leute zu treffen, die denselben Hintergrund haben, dieselbe Probleme haben. Und von da hat man sich hier wahrscheinlich dann niedergelassen. Und es haben sich halt viele Chancen auch hier im Bahnhofsviertel wahrscheinlich ergeben. Ne?